Hallo und einen schönen guten Morgen. Heute sind wir in der süßesten Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und was passt da in der Weihnachtszeit am besten? Wir besuchen das Schokoladenmuseum in Köln. Schokolade, wer mag sie nicht? Aber aus was wird nun diese Köstlichkeit hergestellt? Oder wie sie auch genannt wird, braunes Gold. Wir kannten das ja vom Bergbaumuseum, das schwarze Gold. Was wir brauchen, ist natürlich die Kakaobohne. Und die hat eine fast 5000 Jahre alte Geschichte. Und geht zurück in die Zeit der Mayas, Azteken und den Olmeken in Mexiko, für die der Kakao zeitweise als Währung diente und der Trank der Götter war. Ohne Mampf kein Kampf. Hier im Schokoladenmuseum kann man auch wunderbar frühstücken. Die Preise hier absolut moderat. Also man kann nicht meckern. Sagt, erstmal stärken. Wir sehen uns. Bis gleich. Vermutlich war Christoph Kolumbus der erste Europäer, der 1502 auf den Kakao traf. Weil er aber mit der Entdeckung des neuen Landes so beschäftigt war, schenkte er dieser Frucht keine große Bedeutung. Erst als die ersten Missionare und Siedler Ende des 16. Jahrhunderts sich in der neuen Welt breit machten, begann die Schokolade ihren Siegeszug auf der ganzen Welt. Hans Immenhof, ein Urgestein von Kölsche Jung und Unternehmer. Hier einmal ein Porträt von ihm. Verwirklichte sich am 13. August 1993 seinen Traum vom Schokoladenmuseum. Und das aus eigener Tasche und ohne jegliche Förderung der Stadt. Aber später mehr über ihn und seinen Schokoladentraum.
überschlug sich die Entwicklung der Schokoladenherstellung. 1819 setzte ein französischer und ein englischer Schokoladenhersteller die erste Dampfmaschine ein zur Herstellung der Schokolade. (1847) bringt das englische Schokoladenunternehmen Fry & Son die erste feste Essschokolade auf den Markt. 1875 stellte der Schweizer Daniel Peter die erste Milchschokolade her. Und dazu verwendete er das Milchpulver, was Henry Nestle damals entwickelt hat. Wir könnten jetzt in der Zeitreise der Schokolade natürlich weitermachen. Nur das würde den ganzen Tag noch dauern. Hier noch einen wichtigen Punkt. 1879 entwickelte Rudolf Lindt das Conchieren. Wer nicht weiß, was Conchieren ist, hier eine extrem einfache und verständliche Auflösung. Conchieren ist das Mischen der Schokolade und das so lange bei unterschiedlichen Temperaturen, bis die Schokolade ihre Streichfähigkeit erhalten hat und ihren Geschmack. Kommen wir wieder zurück zu Hans Ebenhof und wie alles begann. 1922, als Sohn eines Schlossermeisters in Köln geboren, entdeckte er schon früh als Kind die große Liebe der Schokolade. Nicht so, wie ihr es meint, er hatte die andere Gabe. Später, nach dem Krieg, 1948, gründete er in Bolley in Rheinland-Pfalz seine eigene erfolgreiche Schokoladen- und Pralinee-Fabrik. (1964) kehrte er nach Köln zurück, um die Süßwarenkette Punkt und Pünktchen zu gründen. 1972 übernahm und sanierte er den Stollwerk-Konzern und brachte ihn wieder zu einem führenden Unternehmen in der Süßwarenbranche. (1993) ließ er für rund 53 Millionen Mark hier am Rhein-Auen-Ufer sein Schokoladenmuseum errichten. Zuvor aber hatte 1992 seine Frau Clara Ebenhof noch das alte Hauptzollamt hier erworben. Hier noch eine kleine Bemerkung. Im 17. und 18. Jahrhundert war es nur den reichen Bürgern und dem Adel vergönnt, ihn als heißes Schokoladengetränk zu genießen, da der hohe Preis der Kakaobohne nur für sie erschwinglich war. Bei der Zubereitung der Schokolade gab es keine Kompromisse. Sie war immer dieselbe. Nur eins, das veränderte sich, und das war der Geschmack. Durch die Zugabe von Zimt, Anis, Vanille und sogar Chili bekam die Schokolade eine andere Aromanote. Ende des 19. Jahrhunderts fing man an, die erste Werbung zu starten. Zunächst durch Schokoladenautomaten, hier im Hintergrund, später dann durch Werbetafeln und durch Rundfunk und Fernsehen. Was soll ich sagen? Heute ist ja eine Köstlichkeit für Jung und Alt. Und das auf der ganzen Welt.
denke mal, das wahre Highlight und das Wahrzeichen hier des Schokoladenmuseums ist hier der 3 Meter hohe und mit 80 goldenen Kakaofrüchten verzierte und stets mit 200 Kilogramm frischer Schokolade gefüllt. Mit zahlreichen Umbauten, Erweiterungen und moderner Gestaltung wird hier die Geschichte der Schokolade erzählt, dargestellt und man ist mitten in der Herstellung dabei und ist bis heute Familienbesitz und finanziert sich auch heute noch selber.